Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute möchte ich euch für die M-Performance Bremse unterschiedliche Bremsbeläge vorstellen und auch ein bisschen mit dem vielleicht herrschenden Missverständnis aufräumen, ob die M-Performance Bremse an der Hinterachse der gleiche Sattel und der gleiche Belagtyp ist wie bei der normalen M-Sport-Bremse an der Vorderachse. Denn ich bin diesem Irrtum aufgesessen bzw. bin da von einem falschen Umstand ausgegangen und dachte mir, vielleicht geht es ja anderen Leuten auch noch so und dann kann ich das an der Stelle eben auch gleich mal in einem Video unterbringen und euch die Informationen auch zukommen lassen. Dann ziehe ich jetzt als erstes mal Handschuhe an, denn die Bremsbeläge, zumindest ein Teil der Bremsbeläge, waren bereits in Benutzung und sind demzufolge ein wenig schmutzig. Was wir jetzt hier als erstes sehen, sind die Originalbremsbeläge von der M-Performance Bremse an der Hinterachse. Was wir hier auch sehen ist, die habe ich natürlich schon mal im Einsatz gehabt, auch auf der Rennstrecke. Und was man hier ganz gut erkennen kann, ich halte das jetzt mal noch ein bisschen näher in die Kamera. Wenn wir jetzt hier mal auf diese Kante achten, dann ist die schon extrem in Mitleidenschaft gezogen. Das ist ganz klar aufgrund der erhöhten Temperatur auf der Rennstrecke zuzuschreiben, oder das ist die Ursache davon. Das gleiche Bild haben wir auch hier auf der Rückseite. Das hatte ich ja in dem anderen Video auch schon gezeigt, dass hier dieses Hitzeschutzschild eben komplett angefressen und auch schon absplittert. Also da sind sozusagen die Originalbeläge auf gar keinen Fall für den Einsatz auf der Rennstrecke geeignet. Das heißt, da bitte auf jeden Fall auf andere Belege wechseln. Dann haben wir hier auf der linken Seite jetzt Belege von der M-Sport-Bremse, und zwar auch Upgrade-Belege von der M-Sport-Bremse von Pagid. Die sind auch schon im Einsatz gewesen auf der Rennstrecke. Das mag man so erstmal gar nicht glauben, denn der Unterschied ist eklatant hingegen zu den normalen M-Performance-Belegen. Wir sehen hier an der Kante nicht dieses extreme Verschleißbild oder auch Bruchbild wie bei dem Standardbremsbelag der M-Performance-Bremse, sondern wir sehen hier eine ganz normale Kante, die natürlich jetzt höheren Temperaturen ausgesetzt war, aber insgesamt sieht der Belag eigentlich noch sehr, sehr gut aus. Was wir auch feststellen, wenn wir nochmal an die EBC-Belege denken, diese Belege haben auch 2 komplette Tage Rennstrecke hinter sich. Das heißt, das waren also mehrere Stints à 40 Minuten und die sehen noch so gut aus und die waren, wie gesagt, ursprünglich an der M-Sport-Bremse an der Vorderachse im Einsatz. Das heißt, die Pagid-Belege, die sind wirklich, wirklich klasse. Das habe ich auch schon gesagt. Die würde ich auf jeden Fall empfehlen für die M-Sport-Bremse auf der Rennstrecke, weil die erstens einen super Biss haben, zweitens sehr, sehr lange heben und nicht so temperaturanfällig sind. Was jetzt aber meine Annahme war, ich dachte, BMW hat es sich einfach gemacht und lediglich den Bremssattel von der M-Performance-Bremse sozusagen rot lackiert und den Bremssattel von der M-Sport-Bremse für die Hinterachse der M-Performance-Bremse verwendet. Da habe ich mich aber getäuscht. Und das habe ich dann gemerkt, als ich meine EBC-Belege gegen die ehemals M-Sport-Bremse Frontbelege tauschen wollte. Da habe ich dann festgestellt, ich habe nämlich vorher leider nicht geguckt, dass der Belagaufbau von der M-Performance Hinterachsbremse zu der M-Sport Vorderachsbremse doch komplett anders ist. Das heißt also, die M-Performance Bremse an der Hinterachse ist ein anderer Sattel, zwar auch ein Vierkolbensattel, aber doch inhaltlich ein anderer Sattel als der Sattel von der M-Sport-Bremse an der Vorderachse. Was wir jetzt hier sehen, dass wir zum einen eben nicht mehr diese Trennung des Bremsbelags haben bei der M-Performance-Bremse und was wir auch sehen, dass die Belaghöhe doch deutlich geringer ist als bei der M-Sport-Bremse. Dafür ist die M-Performance-Bremse ein bisschen breiter. Alles zusammen würde ich aber sagen, dass der Belag von der M-Sport-Bremse mehr Reibfläche bietet und dadurch sozusagen eigentlich der größere Belag ist oder der Belag, der besser verzögert. Sprich, wir brauchen also, wenn wir Belege an der M-Performance-Bremse auf der Hinterachse fahren wollen, können wir nicht die Belege von der M-Sport-Bremse an der Vorderachse nehmen, obwohl es beides Vierkolbensysteme sind und auch optisch eigentlich ziemlich identisch aussehen. Sie sind nicht miteinander kombinierbar. Ihr braucht da spezielle Beläge dafür und das finden wir dann hier auf der rechten Seite und die schauen wir uns jetzt einmal an. Und diese Belege von der
M-Performance-Bremse. Auf der Hinterachse gibt es natürlich auch von Pagid. Das ist jetzt auch der gleiche Typ Bremsbelag, den ich hier genommen habe, welchen ich auch bereits an der vorderen Bremse, sprich also an dem 6-Kolbensattel der M-Performance-Bremse verbaut habe. Das ist der sogenannte RS29 Belag. Hier auf der Packung steht jetzt interessanterweise RSL. Da bin ich auch ein bisschen überfragt. Wahrscheinlich ist das dann nochmal eine Produktbezeichnung und das andere, also RS29, ist wahrscheinlich einfach wirklich der Belagtyp und mit dem L wahrscheinlich, wie gesagt, in Kombination mit dem Produkt irgendwie nochmal zu verstehen. Das bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Jetzt schauen wir hier mal rein. So, sehr gut versiegelt das Ganze. Dann wie immer der Hinweis auf die Garantieansprüche. Ignorieren wir jetzt mal. Und dann schauen wir hier rein. Die sind also ja, ähnlich verpackt wie die anderen Bremsbeläge von Pagid auch. Nichts Besonderes. Wenn wir jetzt so einen Bremsbelag mal rausholen, dann sehen wir, der ist natürlich komplett neu. Das heißt, er hat hier auch noch sozusagen so ein bisschen Einfahrfläche. Der ist noch so ein bisschen angeraut. Und was wir auch sehen, er ist jetzt zweigeteilt, also beziehungsweise eigentlich dreigeteilt. Der Originalbremsbelag von der M-Performance-Bremse, der hat ja diesen Teiler hier in der Mitte des Bremsbelages, und die Pagid-Belege, die sind jetzt nochmal einen Schritt weiter gegangen und haben hier das sozusagen dreigeteilt, auch in einem gewissen Winkel. Das wird wahrscheinlich auch wiederum belüftungstechnische Hintergründe haben, beziehungsweise dass hier die Abriebteile vom Bremsbelag besser von der Bremsscheibe weggeführt werden können. Also das wäre jetzt so meine Vermutung, warum das hier so gelöst ist. Was jetzt interessant zu wissen wäre, ich schaue gerade, ja, das ist leider auch wieder so, bei dem Originalbremsbelag haben wir ja hier eine Aussparung für den Verschleißsensor, der ja auf der Hinterachse auf der Beifahrerseite, glaube ich, sich befindet und auf der Vorderachse an der Fahrerseite. Und dieser Verschleißsensor, den kann man hier eben einstecken. Und wenn dann der Bremsbelag so weit abgebremst ist, dass der Verschleißsensor sozusagen Kontakt mit der Bremsscheibe bekommt, dann bekommt er das im Fahrzeuginneren angezeigt. Das ist sozusagen so ein Notnagel für euch als Information. Vorsicht, du hast jetzt wirklich wirklich keinerlei Bremsbelag mehr auf deinem Bremspad. Das gibt es jetzt hier leider bei den Pagid-Belegen nicht. Das ist, wie gesagt, je nach Hersteller, je nach Belagtyp immer unterschiedlich. Wenn wir hier drüben gucken, auch Pagid, also gleicher Hersteller, aber eben für eine andere Bremse, haben wir die Möglichkeit, einen Verschleißsensor einzustecken. Und hier jetzt auch Pagid als Hersteller, auch wieder für eine BMW-Bremsanlage, beziehungsweise natürlich auch für andere Bremsanlagen. Das geht ja mehr nach Scheibendurchmesser und Größe der Bremsanlage. Aber hier ist dann eben nicht mehr die Möglichkeit gegeben, einen Verschleißsensor zu montieren. Das ist auch keiner der Bremsbeläge, der hier eine Aussparung für einen Verschleißsensor hat. Das heißt, wir müssen diesen dann eben, ähnlich wie bei den EBC-Belegen auch, an der Hinterachse diesen Verschleißsensor einfach stilllegen, indem wir ihn einfach nicht mehr einstecken, denn der hat keinen elektronischen Kontakt, sondern der ist sozusagen in dem Plastikmantel, und erst wenn die Bremsscheibe diesen Plastikmantel wegfrisst und dadurch eben sozusagen den Stromkreis schließt, erfüllt er seine Funktion. Vorher hatte er keinerlei Funktion und kann auch einfach aus diesem Loch herausgenommen werden und irgendwo sicher verstaut. Das habe ich ja in dem EBC-Video, wo ich die Bremsbeläge getauscht habe, an der Hinterachse auch gezeigt. Genauso müssen wir das dann hier bei den Pagid-Belegen auch machen. Was es noch zu sagen gibt zu den Pagid-Belegen ist, dass hier auf der Rückseite keinerlei Hitzeschild oder irgendwas aufgebracht ist. Das finde ich sehr gut, denn dieses Hitzeschild oder diese Anti-Quietsch-Beschichtung, die ist eben nicht rennstreckentauglich und zerblättert dann nur, und man hat es nachher schwieriger, den Bremssattel zu reinigen. Insofern finde ich das sehr positiv, dass diese Art der Beschichtung hier jetzt nicht vorhanden ist, und es ist einfach nur blankes Metall. Da sollte sich also nichts ablösen, denn hier sehen wir das ja auch, dieser Bremsbelag war ja schon auf der Rennstrecke im Einsatz und hier hat sich ja auch nichts abgelöst. Das heißt, der ist also wirklich hitzeresistent und funktioniert sehr, sehr gut. Als nächstes gibt es dann ein Video, in dem ich euch zeige, wie ich an der M-Performance-Bremse an der Hinterachse die alten EBC-Belege wieder rausnehme und eben gegen die Pagid RS29-Belege ersetze.
Das wird dann im Laufe der nächsten Wochen kommen, das Video. Und dann habe ich das Fahrzeug wieder rundum mit Pagid-Bremsbelägen ausgestattet und hoffe, dass dann der erste Termin auf der Rennstrecke dieses Jahr wieder ein deutlich besseres Bremsgefühl vermittelt. Ich hoffe, das war hilfreich für euch und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, ciao! You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden throne, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out, 'cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now, a little stronger now.